Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf John's Mobile. Heute geht es um das Thema Kopfsteinpflaster und zwar von Juvela, wie ihr das hier seht. Das ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Hille und zwar die Micora e.K. Ich glaube, das ist jetzt kein Riesenladen, ich kannte das vorher auch nicht. Und bin da im Internet drauf gestoßen, als ich auf der Suche war nach einer Möglichkeit, ein optisch hochwertiges, schönes und flexibles Kopfsteinpflaster vor meinem Bahnhof auf der Anlage zu verlegen. Und das gibt es in verschiedenen Maßstäben, das seht ihr hier. Ist also eher was für die Grobmotoriker, also von 1:35 bis 1:87. Ich kann mir vorstellen, dass man Teile davon aber auch in N verwenden kann. Ja, für Z, glaube ich, wird das zu eng. Die Firma Juvela verkauft hier verschiedene Varianten von dem Ganzen, von diesem Kopfsteinpflaster. Und zwar gibt es erstmal so eine quasi Startbox von diesem Flexi-Way, wie das heißt. Das ist diese hier. Die liegt so bei knapp über 20 €. Und was da drin ist, schauen wir uns gleich nochmal an. Und dann gibt es solche Ergänzungspackungen. Und ihr seht, die sehen schon echt hochwertig aus, ne? Also das ist immer abhängig davon, was da drin ist, wie der Preis so ist. Also von bis, ich denke mal so, die meisten liegen wahrscheinlich auch so um die 20 €, haben dafür aber relativ viel drin. Und ihr seht schon, was dahinter steckt. Wir haben immer so eine Plastikblister hier und hinten ist dann nochmal abgebildet, was ist da eigentlich drin. Und in dem Fall hier haben wir jetzt 31 x 9 cm x 0,01, also 1 mm hoch und ansonsten ein relativ großer Platz. Dann haben wir hier solche kleinen Ergänzungen, Kurven. Das ist nur noch mal ein spezielles Fugenmaterial und in dieser Grundbox, die ich hier gekauft habe, also auch hier wieder, mein Channel ist ja leider noch nicht so groß, dass mir die Sachen gratis zur Verfügung gestellt werden, ne? Also das wäre cool. Fehlen mir noch etwa 1 Million Abonnenten, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ne, da unten ist, glaube ich, jetzt mal dieser Abo-Button. Dann sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass ich das Zeug nicht bezahlen muss. Naja, gut. Aber wir wollen ja ein schönes Kopfsteinpflaster vor dem Bahnhof haben. Gut, ich habe es mal aufgemacht und ihr seht schon, hier gibt es solche geraden Elemente und dann gibt es Kurvenelemente. Und den Radius der Kurven, den kann man relativ flexibel anpassen, indem man hier quasi reinschneidet in das Ganze. Das ist also so eine weiche Trägerfolie und auf der sind einzelne Steine. Da sind wirklich einzelne Steine angebracht. Und die sind so einfach drauf angebracht, die kann ich eben mit einer Pinzette auch einzeln rausnehmen, um zum Beispiel Straßenschäden zu simulieren. Gut, also in dieser Startbox haben wir je 2 gerade Stücke, eine Kurve, ja, und dann noch so ein bisschen Gerödel. Habe ich jetzt nicht verwendet, habe auch noch keinen Anwendungsfall dafür, also quasi hier so Steine unter einem Baum und diese typischen Blumenkübel, die sonst gerne aus Schraubenmuttern M8 oder M6 je nach Maßstab gemacht werden. Das sind diese hier. Dann hier dieser Baumunterstand und die sind auch noch dabei. Sind sie da. Also so ein paar Blumenkübel, in Summe 6 kleine extra Elemente. Fugenmaterial, die Anleitung, auch keine großen Geheimnisse. Und dann haben wir hier einzelne kleine Gehwegplatten. Das finde ich schon mal sehr cool, da werde ich vielleicht eine Terrasse oder wirklich einen Gehweg daraus machen. Und einzelne kleine Steine, falls wir irgendwo Pflastersteine werfende Anarchisten oder so darstellen wollen.
oder falls wir einzelne Steine ergänzen wollen. Das sieht man auch hier in der Anleitung ganz gut, also man kann wirklich mit einer Pinzette einzelne Steine hier rausnehmen. Seht ihr hier? Das Ganze ist so flexibel, es passt sich allen Bodenunebeneinheiten an, sagt die Anleitung, das checken wir gleich mal. Und man kann es eben in der Breite und Länge mit einem Cutter ganz einfach verändern. Ja, und um Kurven zu machen, beziehungsweise um Kreuzungen zu machen, verlegt man die einfach Stoß auf Stoß. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal einen kleinen Live-Test von dem Ganzen. Ihr kennt das ja. Und was brauchen wir dafür? Erstmal brauchen wir ja ein Teststück. Ja, damit haben wir angefangen mit dem statischen Gras. Haben jetzt hier auch schon unsere verschiedenen Schotterwege drauf. Ich würde sagen, hier in der Mitte, über diese beiden etwas farblich unpassenden Schotterwege, könnte man doch mal hier so einen kleinen Kopfsteinpflasterweg legen. Und dann hätten wir zumindest die Sicherheit, dass das auch funktioniert, wie in der Anleitung beschrieben. So. Wenn man diese Packung hier aufmacht, da seht ihr, sieht das genauso aus. Also so ist hier auch dann dieser Platz. Dann ist da auch wieder ein Fugenmaterial drin. Und ich habe es jetzt aufgemacht, weil ich damit schon gearbeitet habe jetzt, um euch das zu zeigen. Und jetzt habe ich hier so ein schönes Reststück und davon können wir einen Teil mal hier verwenden. Was ihr jetzt als erstes hier schon sehen könnt, wir haben mit einem Cuttermesser jetzt ganz einfach die Möglichkeit, das hier so zu schneiden, wie wir uns das vorstellen, das Ganze. Das heißt, wir können jetzt sagen, das soll hier enden und soll hier in einer leichten Kurve hier so rumgehen. Ja? So. Und jetzt seht ihr, einfach mit dem Cuttermesser geschnitten und sieht hammer aus, oder? Jetzt sagt die Anleitung noch, man soll hier diese überstehenden Kanten wegmachen auf jeden Fall. So. Und da oben ist noch ein bisschen Kante. Und dann kann man das Ganze mit etwas Holzleim, und dann nehmen wir wieder unseren einfachen Ponal hier, dann befestigen. Also einmal den Ponal auf. Rüber das Ganze. Verteilen wir den hier noch mal ein bisschen. Und die Anleitung sagt ja jetzt, das würde sich hier dem Boden flexibel anpassen, und das werden wir erst einmal prüfen, indem wir das hier so drauf installieren. So, ich habe, wie ihr seht, jetzt nicht 100% präzise hier gearbeitet, aber das ist ja unser Beispielstück, was uns hier begleitet. So, und was wir hier schon sehen, das passt sich tatsächlich in der Höhe an. Ja, also das seht ihr wahrscheinlich im Video noch schlechter als ich jetzt live, aber man erkennt hier so ein bisschen die Kante noch. Aber es passt sich halt echt genial an. Das ist mir auch schon aufgefallen, als ich das auf dem Bahnhofsvorplatz verlegt habe. Es passt sich richtig gut dem Untergrund an und der macht echt Spaß. Theoretisch war es das auch schon. Also damit seid ihr jetzt fertig mit der Verlegung und könnt natürlich jetzt eure Straße hier zusammenstückeln und sagen, hier soll jetzt die Einmündung hin oder hier soll eine Einmündung hin oder so. Könnt ihr vollkommen flexibel arbeiten. Und wenn ihr coole Kurven haben wollt oder Ecken, dann kauft ihr euch so ein Ergänzungsset. Denn da sind dann solche
gelegten Kurven schon mit dabei. Und hier ist wichtig, seht ihr jetzt hier auch, dass diese Randsteine richtig gelegt sind. Ja, das könnt ihr natürlich mit diesen Einzelsteinen, die dabei sind, auch selber machen, aber so habt ihr halt so Parkbuchten, Einmündungen, Bushaltestellen, ja, sowas hier habt ihr da schon fertig mit dabei. Ist also schon ein bisschen vorgearbeitet. Die Juvela-Sachen sind in Summe, wenn ihr jetzt eine Riesenstraße oder einen Riesenbereich gestalten wollt, natürlich teuer. Ja, das kann man jetzt nicht anders sagen. Also wenn wir hier eine komplette Anlage damit gestalten, eine komplette Stadt, dann geht man hier relativ einfach und schnell, glaube ich, in einen dreistelligen Bereich rein vom Preis. Und das ist schon eine Ansage. Aber mich überzeugt es von der Verlegearbeit her und von der Flexibilität, weil ich damit wirklich fast alles gestalten kann und ich nicht an gewisse Radien oder so mich halten muss, sondern ich kann hier ganz flexibel agieren. Was jetzt noch fehlt, und das sieht man im Video schwierig, die Steine sind alle einzeln. Ja, also bei euch im Video sieht das jetzt hier aus, als hätten wir hier überall so eine wunderbar schwarze Fuge. Und das liegt aber am Lichteinfall. An sich haben wir hier gar keine Fuge, sondern die Steine sind alle einzeln auf dieser Platte drauf. Wenn das für euch jetzt in Ordnung ist, dass quasi einfach nur der Lichteinfall diesen Effekt erzeugt, könnt ihr das so lassen. Wenn ihr es noch ein ganz bisschen realistischer haben wollt, nehmt ihr das sogenannte Fugenmaterial aus diesem Sack hier und tut das einfach rauf auf euren Platz oder auf eure Straße. Dann verteilt ihr das mit einem Pinsel, dass sich das so richtig schön hier in die Fugen setzt. Und dann soll man das einfach feucht besprühen. Ihr könnt aber auch jetzt einfach mit einem angefeuchteten kleinen Schwamm oder so darüber gehen. Und dann werden sich diese Fugen zusetzen, als ob die wirklich verfugt wären. Sind sie wahrscheinlich auch. Also das ist, glaube ich, so eine Art Mörtel. Das funktioniert gut. Ich zeige euch hier jetzt auch immer parallel ein paar Bilder von dem Bahnhofsvorplatz, wo ich diese Methode schon angewendet habe. Es hat allerdings einen Nachteil, und zwar werden diese Fugen tendenziell hell oder heller. Ja, das sieht man jetzt hier zwar auch, dass die durch diesen Sand bzw. dieses Fugenmaterial ein bisschen heller sind. Ja, also wenn wir jetzt gucken, in dem Bereich ist es ein bisschen heller als hier. Das ist das eine. Und der zweite Nachteil aus meiner Sicht ist, Kopfsteinpflaster, was benutzt wird, kenne ich primär so, dass es obendrauf auf den Steinen eigentlich eher so ein glänzendes Abnutzungsverhalten hat und dann zwischen den Fugen oder die Fugen selber so richtig tiefschwarz sind. Was ich da rausgefunden habe, um genau so einen Effekt zu erreichen, ist, ihr könnt so ein dunkles Patinierungspulver verwenden und das einfach mal hier auf euer Kopfsteinpflaster draufpacken. So, und jetzt verteilt sich das ja schon ganz automatisch hier in die Fugen. Und ihr seht auch, wie krass das jetzt aussieht. Ne? Also das sieht jetzt ja richtig krass dunkel aus. Das lassen wir natürlich nicht so. Denn wir wollen ja, dass die Platten oben drauf wieder ein bisschen heller werden. So, wir nehmen das mal ein bisschen in die Nähe. Ja, jetzt seht ihr, wie krass das aussieht. Also die Fugen, die sind schon so dunkel, wie wir uns das vorstellen. Die Steine sind jetzt leider auch so dunkel. Die Steine sollen ja abgenutzt hell wirken, wo die Reifen drüber fahren. Und die Fugen sollen dunkel sein. So, kleine Zufallsentdeckung. Das geht vielleicht auch mit anderen Dingen, aber meine ganz klare Empfehlung ist, nehmt einfach ein Tuch und wenn ihr habt, vielleicht nicht unbedingt Wasser, sondern ich habe jetzt das Tuch in so einen Rest schwarzen Tee hier
reingepackt. Es gibt dem Ganzen noch so eine minimale Braunfärbung. Und dann könnt ihr hier einfach mal schön drauf rumwischen. Auch ruhig so ein bisschen im Kreis, ja. Versucht mal richtig so die Patinierung hier so wieder runterzuholen. Und da sieht man auch, da geht eine ganze Menge runter. Und am Ende wischen wir jetzt einfach mal trocken rüber. So. Und jetzt seht ihr den Effekt, den ich meine. Wenn wir uns das jetzt angucken, ich habe euch jetzt bewusst hier 3 Bereiche gebildet. Die seht ihr hier auch. Also wir haben hier am Rand, oder 4 Bereiche sogar, wir haben hier am Rand jetzt erstmal gar nichts drin. Da sind die Fugen offen, wie beim ersten Verlegen. Dann haben wir hier den Bereich, wo das Fugenpulver, was mitgeliefert wird von Juvela, drin ist. Dann haben wir hier den Bereich, da haben wir Patinapulver, aber ich habe nicht trocken nochmal drüber gewischt, sondern feucht. Also hier ist feucht gewischt und hier ist am Ende nochmal quasi trocken poliert. Ja, und das könnte man jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ihr seht aber auch, die glänzen hier plötzlich. Also haben so diesen für mich typischen gebrauchten Kopfsteinpflasterglanz bekommen. Mein persönlicher Favorit, ich würde jetzt hier in dem Bereich noch ein bisschen weiter quasi polieren mit dem dann trockenen Tuch. Und da reibt man eben ganz nebenbei auch von dem Patinapulver nicht nur ab, sondern auch in die Fugen rein. Und ich glaube, wir haben damit so einen Abnutzungsprozess, der fast dem Original entspricht. Ja, weil wir hier halt immer wieder rübergehen über die Straße. Und dann bekommen auch die Steine so einen ganz minimal unterschiedlichen Glanz, wie ihr das jetzt hier seht. Ja. Nicht zu extrem, aber so, dass man eben auch ganz klar sieht, okay, das sind Kopfsteinpflastersteine und ich habe eben hier dunkle Fugen und nicht gar keine bzw. helle Fugen. Was ist jetzt mein Gesamtfazit zu dem Thema Juvela Flexiway? Also geniales Konzept, ja, macht Spaß zu verlegen, geht schnell, ist einfach und hat wahrscheinlich genau deswegen seinen Preis. Ja, ich glaube, man kann es verlangen dafür und man wird Käufer finden. Denn diese Startbox hier ist schon eine ganze Menge ja dabei, habt ihr mal geguckt. Ne? Also ihr habt hier diese geraden Elemente, ihr habt Kurven und dann habt ihr diese Pflastersteine und Zusatzelemente. Also da könnt ihr schon so einen Platz oder so eine Straßenecke auf einem Diorama mitmachen. Und das steigt ihr ein für 25 €. Ich verlinke das jetzt auch unten in der Beschreibung von dem Video nochmal, da die ja nicht ganz so bekannt sind. Und ab da arbeitet ihr dann stückweise weiter. Also das ist wahrscheinlich ähnlich auch wie Modellbahn an sich als Hobby. Man kauft nicht alles auf einmal. Wenn man alles auf einmal kauft für eine gesamte Anlage, werdet ihr arm.
Ja, das ist aber bei allen Themen so. Man kann bei den Straßen auch viel erreichen mit Farbe. Man kann auch diese Klebestraßen von noch verwenden oder sowas. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand das jetzt hier für Kopfsteinpflaster wirklich cool, weil es eigentlich echtes Kopfsteinpflaster oder echtes Steinpflaster ist. Und ich glaube, das kann man auch gut kombinieren mit zum Beispiel einer Betonstraße, wo dann noch so kleine Stücke altes Pflaster rauskommen oder so. Und dann kommt ihr hier mit so einer 25-Euro-Box super hin. Also in Summe, geiles Konzept, einfach zu verarbeiten. Ihr seht, wir haben jetzt hier im Video nebenbei live quasi eine schon gealterte, patinierte Kopfsteinpflasterstraße gebastelt. Also das geht echt flott. Der Preis, ja, muss man halt wissen, wie viel muss ich verlegen. Wenn ich meterweise Straße baue und nur das nehme, werde ich arm. So viel für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.